Well, thank you, Susanna, and thank you all for coming. Vielen Dank, Susanna, und vielen Dank, dass ihr alle da seid. As I must admit, as I was coming here, I was thinking, is this a wise thing to be doing? Als ich herkam, habe ich mich gefragt, ist das jetzt weise, das zu tun? And then I think it is. I hope it is. Und ich kam zum Schluss, ich glaube schon, ich hoffe schon. But it's certainly a very happy thing for me to do. Aber das ist sicherlich was mich glücklich macht. Although, as Susanna said, it's the first time I've given a retreat in person for some months now, so I may have forgotten how to do it. Und es ist der erste Retreat seit einigen Monaten und vielleicht hat er ja vergessen, wie es funktioniert. And also, as I don't have a theme, as Susanna has mentioned, this may be a complete waste of time. Und wie Susanna schon sagte, da es ja vielleicht gar kein Thema gibt, ist das vielleicht eine völlige Zeitverschwendung. But let's begin with the word time. Und lass uns mit dem Begriff der Zeit beginnen. I was reflecting at lunchtime with some people. The first time I came to Würzburg, which was 40 years ago. Und ich habe mich beim Essen mit anderen unterhalten und da kam mir drauf, dass ich vor 40 Jahren das erste Mal nach Würzburg gekommen bin. This was the time when Hans Kuhn was still drawing big crowds here. He was giving a talk one of the days I was here in Würzburg. Und Hans Kuhn hat damals noch sehr großen Zulauf und hatte hier auch einen Vortrag. I discovered the best white wine in the world. Ich habe den besten Weißwein in der Welt gefunden. And I was meeting with young people, students from the university here. Und ich habe junge Menschen, Studenten hier von der Universität getroffen. So I found myself thinking a lot about these early visits to Würzburg, which of course then became an annual retreat here. Und so habe ich mich dann erinnert an die damaligen ersten Besuche und so ist ein regelmäßiger jährlicher Retreat hier entstanden. And it feels it's very good to be here again and to be with you, but it does of course feel a little surreal. Und es ist wunderbar, wieder hier zu sein, aber es fühlt sich gleichzeitig auch ein bisschen surreal. Having been in Bombo for the last 4 months, and we follow all the right rules, but it hits you quite strongly when you come out into the world, airports and train stations and restaurants and retreat centers. Und in den letzten Monaten in Bonvo, wo wir uns natürlich auch an die Vorkehrungen halten, aber wenn man hier rausgeht und reist und an den Flughäfen, am Flughafen ist und an den Bahnhöfen, dann sieht man doch, wie sehr das die ganze Welt beeinflusst, die jetzige Situation. But meditators are supposed to be experts or specialists in reality. Aber Meditierende sind Experten in Realität. So when we encounter something that seems unreal or surreal, we should be able to find what is real about it. Also wenn wir eine Situation uns begegnet, die uns surreal erscheint, sollten wir als Meditierende das Reale darin erkennen. And I think many people in the last few months, many of you, have been able to think at more leisure, maybe not more peace, but at more leisure about time. Und viele von euch konnten vielleicht in den letzten Monaten mehr Zeit darauf verwenden, über Zeit nachzudenken. When we are living very fast-paced lives, high level of stress, very busy programs, time becomes really contracted to the next appointment or the next visit. Und wenn wir ein sehr stressiges und
anstrengendes Leben führen, dann wird die Zeit wirklich sehr komprimiert und es geht nur um den Moment bis zum nächsten Termin. And I think one of the characteristics of the modern mind is a very shortened understanding of history. Ein Kennzeichen des zeitgenössischen Verstandes ist wirklich, dass es nur einen kleinen Ausschnitt von Geschichte und präsent hat. Even our personal history, our life story. Auch unsere persönliche Geschichte, unsere Lebensgeschichte. We need time to make sense of our experience. Wir brauchen Zeit und Sinn in unserer Erfahrung zu erkennen. We need a sense of history to make sense of our lives. Wir brauchen auch ein Verständnis von unserer Geschichte, um Sinn in unserem Leben zu finden. I think for many young people today, the sense of history is very weak. Für viele junge Menschen ist der Zugang zur Geschichte sehr vage. Somebody said to me once, being rather critical of their students, they said their sense of history, no, for them, history began on the day of their birth. Ein Lehrer sagte mal zu mir, das Geschichtsverständnis meiner Schüler begann an deren Tag ihrer Geburt. But when we find ourselves disrupted in our plans and in our calendars and in our sense of the future, what can we plan for the next 6 months? We don't know. Aber wenn plötzlich diese Unterbrechung kommt und wir nicht wissen, was wir in den nächsten 6 Monaten planen oder tun können. So in these circumstances, we at least had the opportunity to take time to think and understand better what our life story means. Und diese Unterbrechung gibt uns eine Möglichkeit, wirklich über das nachzudenken, was der Sinn in unserem Leben tatsächlich ist. One of the ways in the religious sphere, or religious culture, that we do this is through the liturgical cycle. Und in den religiösen christlichen Traditionen, dort gibt es eben auch den liturgischen Zyklus. So if you follow the Christian year, we have 2 kinds of time flowing together. Und wenn man den christlichen Kalender betrachtet, dann gibt es 2 Zeiten, die ineinander gehen. There's the chronological time of day-to-day busyness. Die chronologische Zeit. But there's also the sacred time, the memory of the tradition as it touches us today. Aber es gibt auch die spirituelle Zeit, die heilige Zeit, die eingewoben ist in die chronologie. And how it touches us. And so this is called kairos. Das wird Kairos. So chronos is what you measure with your watch, Chronos messen wir mit der Uhr, or your Google Calendar. Google-Kalender. And kairos is another experience of time with meaning, with the meaning of eternity. Und Kairos ist also die Erfahrung der Bedeutung, auch der Bedeutung von Unendlichkeit. So I think for some people, this crisis has been torture and it has increased their mental suffering. But for others, it has been a discovery of a different way of living. Und für manche Menschen war die Zeit eine Qual, eine mentale Anstrengung und für andere
war es auch eine Zeit, Neues zu. So I think last year when I was in Würzburg, was it July? Yes. Yes. So I was here last year on the feast of St. Kilian. Remember? Letztes Jahr fand das Seminar hier statt mit Laurence am Tag am Heiligen Kilian. So St. Kilian was an Irish monk from the 7th century who came to Würzburg and became a statue on the bridge here. Der heilige Kilian war ein irischer Heiliger, der hier nach Würzburg kam und dem man hier eine Statue gesetzt hat. This year, I wanted to say a few words at the beginning of the retreat about Hildegard of Bingen. Dieses Jahr wollte ich zu Beginn des Retreats ein paar Takte zu Hildegard von Bingen sagen. Unfortunately, it's not her feast day today, but it will be in September the 17th. War es heute nicht ihr heiliger Tag, das ist im September, am 17. Aber nicht 17. She was born in Bernersheim, In Bemersheim geboren, about 200 kilometers from Würzburg. 200 Kilometer von Würzburg. She entered the convent at Disibodenburg. Dort trat sie dem Kloster bei, About 200 kilometers away here, near Bingen. in der Nähe von Bingen, 200 Kilometer. So this was in the 12th century. War im 12. Jahrhundert. Bombeau, where I had come from yesterday, was founded in France in 1119. Und von wo ich gestern angereist bin, wurde in Frankreich in 1219. 1119. And the world community moved into Bombeau in 2019. Und die Weltgemeinschaft ist dort im Jahr 2019 eingezogen. So we can think and be aware of ourselves as part of bigger chunks of time. Und so können wir uns auch sehen in einem größeren Kontext. And I think this is healing. This sense of history is healing to us in our present anxiety. Und diese Einsicht in den Gesamtzusammenhang der Geschichte kann heilend sein. Gives us perspective, of course, Perspektive. but it also calls us into contemplation of our present experience. Fordern uns auch heraus, unsere gegenwärtige Erfahrung über diese Jugendliche. I don't know how many. So I told you I was here. I first came to Würzburg 40 years ago. Kam das erste Mal nach Würzburg. I think it was in February 1980. Februar 1980. And I doubt whether I will be visiting here again in 2060. Und zweifle daran, ob ich. We don't know. You don't know. Zweifelt daran, ob er 2060 nochmal kommen kann. You never know. Ich weiß nicht. You may discover a vaccine for death. Vielleicht gibt es ja eine Impfung gegen den Tod. Anyway, let's go back to Hildegard of Bingen. She had immense energy. Hatte eine immense Energie, Hildegard von Bingen. Immensely strong will and incredible creativity. Einen sehr starken Willen und eine unglaubliche Kreativität. She was a daughter of the 12th century Renaissance of culture. War eine Tochter der Renaissance des 12. It would have been an amazing time to be alive. Wäre wohl eine
wunderbare Zeit gewesen, um dort zu leben. Great rebirth of learning, classical knowledge, Wiedergeburt des Lernens, klassischen Wissens, great social and cultural changes, große kulturelle und soziale Veränderungen, preparing the way for the great Renaissance of Italy in the 15th century. und bereitete die Zeit der großen Renaissance im 5. Jahrhundert in Italien vor. The universities began to be founded in the 12th century. Universitäten wurden gegründet And great advances took place in the world of technology, und große Fortschritte im Bereich der Technologie fanden, such as the windmill, sowas wie die Windmühle or the rear-mounted rudder on a ship. und das Ruder an einem Schiff. Ship Yeah. on a boat. Okay. First time that they put the rudder at the back of the boat. Das Ruder am Heck eines Bootes. Paper began to be manufactured in the 12th century. Papier wurde hergestellt. And they discovered the magnetic compass. Und der magnetische Kompass. Great technological advances. Große Fortschritte in der Technologie. But there was also a shadow side to the 12th century, Eine Schattenseite beginning of the Inquisition, in der Inquisition. the dark time of the Crusades, Dunkle Zeit der Kreuzzüge. first expulsion of the Jews in Europe took place. Die letzte Vertreibung der Juden in Europa. So we could say it was an exciting time to be alive, but also a time of crisis. Sowohl eine spannende Zeit, aber auch eine Zeit der Krise. And maybe every age we live in is a time of transition and a time of crisis. Jede Zeit, in der man lebt, ist eine Zeit der Veränderung und eine Zeit der Krise. But maybe it helps us to face the present crisis by remembering how our ancestors went through the crisis of their time. Aber vielleicht hilft es uns daran zu erinnern, wie unsere Vorfahren diese Krisen überstanden. Hildegard responded to the circumstances of her time with the full use of her remarkable gifts and personality. Und Hildegards Antwort darauf kam unter Einsatz ihrer gesamten Talente. And although she was only a woman in a man's world, Obwohl sie nur eine Frau in einer Männerwelt war, she handled the men by always saying that I'm only a poor woman, but nevertheless, I've got something to tell you. und im Umgang mit den Männern sagte sie immer, ich bin nur eine Frau, aber And she told the Pope, she told the Emperor, she told any bishops that she met what they should do. sie sagte dies dem Papst, den Bischöfen und dem Kaiser. She was respected as a prophet, as a visionary, as a woman of God. Sie wurde respektiert als Prophetin, als Visionärin und eine Frau Gottes. And in her great writings, we see how she interacted with the world. Und in ihren Schriften sehen wir, sie mit der Welt im Austausch stand. With very great sensory energy. Mit einer sehr starken Energie, She felt nature, mit einer sehr starken sensorischen Wahrnehmung. but she also interacted with it intellectually, theologically, and emotionally. Aber auch stand sie mit der Welt in einem theologischen und emotionalen Austausch. She was filled with joy and wonder at the world she discovered around her. War erfüllt von Freude
über die Welt, die sie entdeckt. And she wrote endlessly about medicine, music, art, cosmology. Und sie schrieb endlos über Musik, Kunst, Cosmology. Kosmologie. And now, when you read her science, it's a little out of date. Wenn man natürlich heute ihre Wissenschaft liest, dann ist es ein bisschen aus der Zeit. She has a book or a section on gemstones and jewels. Sie hat einen Schriften über Edelsteine And how they have medicinal quality. und wie sie medizinische Qualitäten besitzen. But if you have a headache, you take I forget the name of porphyry anyway, a precious stone, and you hold it in your mouth for a period of time. And this will, she says, definitely clear your headache. Also wenn du Kopfschmerzen hast, dann nimmst du einfach einen Edelstein in deinen Mund und hältst den eine Weile und das wird also definitiv von deinem Kopfschmerzen. And who knows? Placebo effect, 30% of cases, it probably works. Placebo-Effekt wirkt ja auch bei 30%. But her science has been updated. So ihre Wissenschaft wurde also auf den aktuellen Stand. We know that she has a beautiful description of God speaking about the world of nature. Sie hat also einen Text verfasst, wo sie darüber spricht, wie sich Gott in der Welt der Natur ausdrückt. And God is saying, I am the fiery light of divine substance. Und Gott sagt, ich bin das lebendige Feuer der natürlichen I blaze above the beauty of the field. It gets easier afterwards. I blaze, I shine. Und ich scheine über den Feldern. I shine in the waters. Ich scheine im Wasser. And I burn in the sun, moon, and stars. Brenne in der Sonne, dem Mond und den Sternen. So we know what the sun, moon, and stars really are better than she did. Und heute wissen wir besser, was die Sonne, der Mond und die Sterne heute tatsächlich sind. But do we feel their beauty as she felt it? Aber fühlen wir ihre Schönheit so, wie sie es ist? And do we see God shining in these works of creation as she did? Und sehen wir Gott darin widerscheinen, so wie sie es ist? And do we see ourselves as microcosms of the cosmos as she did? Und sehen wir uns selbst als Mikrokosmos im großen Kosmos, so wie sie es ist? Do we feel that we are really, that the cosmos, the whole universe, is present in us, reflected in us? Spüren wir das, dass das ganze Universum sich in uns selbst widerspiegelt? Or do we feel that we are simply a lost particle of this physical universe? Oder fühlen wir etwa, dass wir nur ein verlorenes Teil sind in diesem Universum? Do we feel we belong to it because we are it? Spüren wir, dass wir dazugehören, weil wir es selbst sind? So we don't read Hildegard of Bingen for science, Wir lesen Hildegard von Bingen als nicht aus wissenschaftlichen Gründen. but maybe scientists should read her in order to understand that science is a contemplative activity. Aber vielleicht sollten Wissenschaftler Hildegard von Bingen lesen, um zu verstehen, dass Wissenschaft eine
kontemplative Erfahrung. It's more than technology. Mehr als das. Science is a contemplative exploration of the natural world. Wissenschaft ist eine kontemplative Erfahrung der natürlichen Welt. So why should we think of her 800 years ago? Also warum sollten wir uns an sie vor 800 Jahren erinnern? Not for her scientific knowledge, Nicht wegen ihrer wissenschaftlichen Bedeutung, but because her contemplative way of seeing everything. sondern aufgrund ihrer kontemplativen Sichtweise von allem. And maybe discovering what we have lost. Und vielleicht darin zu entdecken, was wir verloren haben. In our interaction and our sense of being part of the cosmos. Unsere Interaktion und unser Verständnis Teil der ganzen Welt. But also what we have lost even at the intellectual level. Aber vielleicht auch aufgrund dessen, was wir auf einer intellektuellen Ebene verloren haben. For Hildegard and the thinkers of her time, there is no doubt in their Christian faith that love is the source, the energy, and the meaning of the cosmos. Und für Hildegard und ihre Zeitgenossen war es klar, dass Liebe der Kern ist der Welt, des Kosmos. And it is love that she saw and felt be the energy of things around her. Und sie hat ganz klar die Liebe als den Kern aller Dinge gesehen und die Quelle aller Dinge um sie herum. So in Christian thinking, contemplation is the work of love. Und im christlichen Sinne Kontemplation die Arbeit der Liebe. And we enter into the reality of love when we meditate. Und wir betreten diese Energie der Liebe in der Meditation. And what does that mean? It means that we experience ourselves to be the recipients of love, to be the beloved. Und wir erfahren uns selbst als Geliebte, but also that we are empowered by this love to become godlike, to become loving ourselves. aber auch, dass wir durch diese Liebe ermächtigt werden, Gott ähnlich zu werden. So, in her mind, and the mind of her time, love is the great unifying principle of everything. Und nach ihrem Verständnis ist also die Liebe dieses allvereinende Prinzip. So, if anybody asked her, what is the meaning of life, she would say, love. Wenn sie also jemand nach der Bedeutung des Lebens gefragt hätte, hätte sie gesagt, die Liebe. Maybe if somebody had asked her, what is the meaning of COVID-19, she would say, love. Wenn jemand sie nach der Bedeutung von Covid-19 gefragt hätte, sie wohl Liebe kann. That's not quite so easy to understand, but if there is one unifying principle, it must operate everywhere, at all times. Das ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen, aber wenn es ein universelles Prinzip gibt, das es in allem ausdrückt, dann auch hier. So then this great single unifying principle was God. Und für sie war dieses allumfassende, allvereinende Gott. And
God is love, present in everything. Ist Gott die Liebe präsent in allem. Well, we might say that was wonderful that they could believe that in those days. Und wir sagen, ja, das war ja toll, dass sie das damals geglaubt haben. It's true. We generally don't have a unifying principle of life, of meaning today. Und es ist so, dass heute mangelt es an diesem alles vereinenden Prinzip. But this is exactly what scientists are looking for. Und genau das suchen Wissenschaftler. They are driven, the great research scientists are passionate about finding a theory of everything. Das ist der große Antrieb der Wissenschaftler heute, eine Theorie von allem, eine Theorie, die alles erklärt. And what is driving them to discover this answer, this equation, this unifying principle of the cosmos? Und was treibt sie an, dieses eine Prinzip, diese eine Gleichung zu finden? The other thing that Hildegard felt with immense passion was the experience of beauty. Und was Hildegard mit großer Leidenschaft verband, war die Schönheit. Especially the beauty of the natural world. Insbesondere die Schönheit der Natur. But she was an artist, so she created beautiful things, beautiful music, beautiful painting. Und sie war auch Künstlerin und kreierte Musikstücke und Bilder. She has a beautiful passage where she says, the beauty of the body is only disclosed when we see the face. Und eine Passage, da beschreibt sie, die Schönheit des Körpers enthüllt sich nur, wenn wir das Gesicht sehen. That should be written up over every gym. Also über jedem Fitnessstudio in Würzburg. Beauty of the body is disclosed when you see the face, human face. Die Schönheit des Körpers entfaltet sich im Anblick. So where is our love of beauty? Wo ist unsere Liebe zur Schönheit? Of course, human beings are always excited by beauty and looking for beauty. Natürlich sind wir ständig auf der Suche nach Schönheit und freuen uns. But often when we seem to be looking for it rather than enjoying it. Aber es hat oft den Anschein, dass wir mehr danach suchen, als uns daran zu erfreuen. Or thinking that we can buy it Also wir glauben, dass wir es kaufen können, rather than going out and looking, contemplating. statt darüber in die Stille zu gehen. So it's the third element, I think, of Hildegard's gift to us, and it's something you find in all the mystics, is a kind of ecstatic joy. Und das ist ein wesentliches drittes Element, was wir auch bei vielen anderen Mystikern finden, ist das Thema Freude, eine ekstatische Freude. Which is an experience even when they are suffering or going through the dark night of the soul. Die auch dann erfahren wird, wenn jemand durch die dunkle Nacht der Seele steht. So I thought we might reflect in this retreat on the meaning of joy.
and the sources of joy in our life. Ich habe mir überlegt, dass wir in diesem Retreat uns auch über diese Freude Gedanken machen wollen, diese Quellen der Freude. And like all the mystics, Hildegard expresses this great energy, this unstoppable energy of joy and hope. Wie viele andere Mystiker drückt sie sehr stark dieses Prinzip der Freude und der Hoffnung. And I think we need to find these sources or these springs of joy and hope in this crisis. Wir müssen also gerade in dieser Krise wieder diese Quelle von Freude und der Begeisterung. Because if we don't, it does look like a long dark night. Wenn wir das nicht tun, dann sieht es wirklich nach einer sehr langen Dunkelheit. And there are many dangers and more crises ahead of us. Es gibt viele Krisen und Herausforderungen, die vor uns We live in very fragile times. Wir leben in sehr zerbrechlichen Zeiten. The economy, the environment, Umwelt, and our politics, Politik, and all our institutions. I was very struck by Herman van Rompuy, the great European statesman of our time, who was visiting us in Bordeaux recently. war sehr bewegt von Herman van Rompuy. Hermann van Rompuy, der von wo besucht. Yes, he's one of the well-known European politicians. Very well-known European politician. People who read the newspaper. Oh, alle, die informiert sind. Anyway, he also very much worth listening to as commentator on this crisis. Sicherlich wert, seine Kommentare zur augenblicklichen Situation. And he has a long talk or interview on our website, Contemplative. Es gibt auch ein Interview auf unserer Website, Contemplative Contemplative. So he was talking about how we blame politicians for all the things that go wrong. Ja, er wird darüber ausgelassen, wie wir immer die Politiker dafür beschuldigen, für alle Dinge, die schief sind. But he said, sometimes avoiding the worst is the best thing we can do. Aber manchmal ist es einfach das Beste, was wir tun können, das Schlimmste vermeiden. And I think that's a wise insight, that we should recognize the value of avoiding the worst. Ich denke, das ist sehr weise, das zu erkennen, wie wertvoll es ist, auch das Schlimmste zu vermeiden. Until we can again begin to hope for the best. Bis wieder eine Zeit kommt, in der wir auch dafür das Beste hoffen. And I think if we are to avoid the worst and hope for the best, we need a contemplative path. Wenn wir also wirklich wieder auf das Beste hoffen wollen, brauchen wir einen kontemplativen Weg. We need to have this joy and hope and confidence in humanity that we see in Hildegard and great mystics. Wir brauchen also die Freude und die Zutrauen, die wir auch in Hildegard von Dingen
Above all, I think we need to believe in ourselves. Und vor allem müssen wir an uns selbst glauben. Believe in the wonder of humanity. Das Wunder des Menschen. Says in the Psalms, I thank you, Lord, for the wonder of my being. Ein schnellen Psalm, Herr, ich danke dir für das Wunder meiner Existenz. Do we feel that? Fühlen wir. Well, the great Hildegard certainly did, Hildegard tat das, even though she suffered a lot as well. wo sie auch viel Leid ertrat. And there is a strong tendency in our cultural thinking at this moment, I think, to give up on humanity. Es ist eine starke Tendenz in unserer gesellschaftlichen Diskurs, Menschheit. I read two books recently, one by Yuri Harari, Und überall Harari. well, he wrote two books, Homo Sapiens and Homo Deus. Zwei Bücher geschrieben, And some of you read it? So, very, very popular books, very persuasive. But I think there's a very dark message. sehr populäre Bücher, aber zu einer sehr nüchternen Botschaft. I didn't read the second book because I knew what he was going to say. Ich habe das zweite Buch nicht gelesen, weil mir klar war, was But at the end of the first book, Homo Sapiens, he gives us brilliant history of humanity. aber in seinem ersten Buch, Homo Sapiens, gibt es einen sehr brillanten Überblick über die Geschichte der Welt. He completely ignores and dismisses religion. Er ignoriert dabei komplett die Religionen. Religion was just a way of creating an economic society, he says. Aus seiner Sicht sind Religionen nur dazu da, eine Wirtschaft And he completely ignores the significance of art, or Bach, or beauty, manifestation of creative beauty. ignoriert dabei die Kunst. But, Schönheit der Musik wie durch Bach. so his conclusion is, well, humanity is a failed experiment. Und seine Schlussfolgerung ist also, die Menschheit ist ein gescheitertes Experiment. Look at all the things that are wrong with us. Schauen wir die ganzen Dinge, die falsch sind. So now we have the power to recreate ourselves as we want to be. Und jetzt haben wir die Chance, uns wieder zu erschaffen, genauso wie wir es haben. So basically we engineer our DNA. Also setzen wir an und erschaffen unsere DNA. Well, we know what happens when we try to do genetic engineering. Wir wissen ja, was passiert, wenn wir DNA-Manipulation machen. And we are filled with the hubris, the pride, Mit dem Stolz and the superiority Gedanken der that will select dass wir auswählen, certain characteristics that we believe to be superior. diese Charakterzüge, von denen wir denken, dass wir einen Vorteil haben. A terrible, terrible idea Schrecklich, and foolish idea. eine Dumme. And the other book is by somebody I have the widest respect, James Lovelock. He's 101 years old this year. Andere Buch ist von James Lovelock, der ist 101 Jahre, He's the father of the Gaia theory. der Vater der Gaia.
that the world is, the Earth, the planet, is a single living organism. Der besagt, dass die Erde ein einziger lebender Organismus ist. Probably something Hildegard would have understood or been able to express in terms of her faith. Vielleicht etwas, das Hildegard auch so verstanden oder ausgedrückt hat. But Lovelock is again thinking of the future. We're always thinking of the future now. Und Lovelock befasst sich aber mit einem Ausblick in die Zukunft. And he sees that us, humanity, moving from this stage of our evolution to the point now where we invent cyborgs, higher intelligences than ourselves. Und er sieht also, dass wir an der Schwelle stehen, wo wir jetzt Cyborgs entwickeln, die unsere Fähigkeiten überschreiten. And so at some point in the future, these cyborgs will regard us as we look at pets. Und an diesem Punkt in der Zukunft werden uns diese Cyborgs betrachten, wie wir heute Haustiere betrachten. So it's something of a science fiction fantasy. Science Fiction. And so in both of these projections of the future, of course, there are some important and interesting ideas that we have to deal with. Und in diesen Zukunftsprojektionen gibt es natürlich interessante Ideen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen. How do we use our scientific technology for medical purposes? Wie nutzen wir also unsere Technologie, insbesondere auch für medizinische Zwecke? And how do we relate to the technology that we have created, are created? Und wie stehen wir selbst in Bezug zu dieser Technologie? But in my humble opinion, both of these conclusions fail to convince us, because they fail to recognize the wonder of the human being. Meiner Meinung nach fehlen wichtige Elemente in diesen Theorien, die dieses Wunder der Menschlichkeit, dieses Wunder des Menschen mit einbeziehen. So both of them are dystopic, not utopic, but dystopic views of humanity as failing, as a failure. Beides sind dystopische Visionen der Menschheit als scheitert. So it's a dark vision, despair, Dunkle Visionen der Zeit given the false optimism of science. vor dem Hintergrund falschen Optimismus der Wissenschaft. But when we, I think, as human beings, reflect on that, do we feel joy or hope? Wenn wir uns damit auseinandersetzen, fühlen wir dort Freude oder Hoffnung? And would we believe in these dark prophecies if we did feel joy and hope? Und würden wir an diese dunklen Prophezeiungen glauben, wenn wir Freude dabei empfinden? Because if we don't feel joy and hope, even during the COVID crisis, or especially during the COVID crisis, if we do not feel joy and hope, Wenn wir jetzt in dieser Augenblick in der Krise keine Freude, then all we can see is despair. und dann ist alles, was wir sehen können, Verzweiflung. And we become very vulnerable to
further self-harm. So werden wir zugänglich für weitere Selbstzerstörung. So a contemplative path through the crisis is necessary. Das ist ein kontemplativer Weg durch die Krise notwendig. Think of any period in your own personal life Erinnere dich an eine beliebige Zeit in deinem Leben, when you have gone through the dark night of the soul als du durch eine dunkle Nacht der Seele gegangen and you really have felt that the pain or the loss or the loneliness that you are experiencing will never end. bist, dass du wirklich dachtest, dass dieser Schmerz und die Einsamkeit, die du fühlst, nie enden wird. If you've never felt that, then I'm very happy for you. Wenn du das nie gefühlt hast, dann freue ich mich sehr für dich. I hope you never will. Ich hoffe, du wirst ihn nie. But most people have felt it to some degree at some point in their life. Und die meisten Menschen haben dies zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben doch schon einmal gefühlt. So just call that to mind Und erinnert euch daran. and think of where you are now. Überleg dir, wo du heute stehst. We come through crisis. Wir gehen durch. We come through crisis by rediscovering sources of joy and hope in ourselves. Wir gehen durch diese Krisen dadurch, dass wir die Quelle von Freude und Hoffnung in uns wiederfinden. And then we begin to see what Hildegard understood, that the meaning of it all is love. Und so war Hildegards Schlussfolgerung, dass die Bedeutung von allem die Liebe ist. I don't think any piece of genetic engineering or a cyborg will be able to experience that. Ich glaube also nicht, dass ein wissenschaftliches Geschöpf oder ein Cyborg die Fähigkeit dazu entwickeln kann. The important thing, though, is that we, as microcosms of the universe and images of the living God, Es ist wichtig, dass wir Mensch als Mikrokosmos und als lebendiges Geschöpf Gottes, that we do, what was I saying? That we do experience it, that we do discover it. das ist das Wichtige, dass wir das in uns erfahren, entdecken. That's a wonderful thing. Why we come together for a retreat like this, even in the surreal circumstances that we're in. Das ist ein wunderbarer Grund, Motivation, warum wir uns in einem Retreat hier wiederfinden, auch in einer herausfordernden oder surrealen Zeit. And we can be, through technology, we can feel close to those who are joining us from home. Und durch die Technologie können wir uns sogar verbunden fühlen zu denen, die von zu Hause zuschauen. So all of that is a long way of saying, I'm very glad that I came. Das alles ist eine sehr lange Art, um zu sagen, ich bin froh, dass ich